Ja, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zum heutigen Abend, zum Auftakt der Reihe Mehr als Sternenstaub? Fragezeichen. Der Mensch ist aus Elementen zusammengesetzt, die in Sternen geboren wurden. Er ist Sternenstaub, sagt die Wissenschaft, der wir vertrauen können. Doch ist damit alles gesagt? Welche Vorstellung hat die christliche Religion von Natur und Mensch? 4 Abende in verschiedenen Städten der Schweiz erforschen das Verhältnis von Wissenschaft, Kultur und Religion aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Welche Rolle spielt die Bibel jeweils dabei? Die Abende werden veranstaltet von der Schweizerischen Bibelgesellschaft und der Universität Bern. Die Schweizerische Bibelgesellschaft engagiert sich mit diesen Abenden für einen offenen Dialog über die Bibel in der heutigen Gesellschaft. Und das erwartet Sie noch. Am 23. Februar allein im All die Suche nach Leben jenseits unseres Planeten in Zürich mit Katrin Altweg, Andreas Losch und Moderation Olivia Röllin. Am 24. Mai in Bern Urgeschichte, was die Bibel über die Evolution des Menschen verrät. Mit Karel van Schaik, Kai Michel, Konrad Schmid und wieder Frau Röllin. Und im 3. Quartal haben wir in Planung Zweifel, Charles Darwin als Theologe mit dem Religions- und Politikwissenschaftler Michael Blume. Kommen wir zum heutigen Abend. Wir danken unseren Partnern, dem Forum für Zeitfragen, für die freundliche Bereitstellung des Veranstaltungsortes und Hilfe bei der Publizierung des Abends, der Basler Bibelgesellschaft für die Unterstützung bei Werbung und Finanzen. Und nun ist es an der Zeit, unseren Redner vorzustellen. Pierre Leich organisierte eine Kunstmesse, ein Stadtjubiläum und eine Theatersport-WM. Er war 20 Jahre Projektleiter der Langen Nacht der Wissenschaften Nürnberg, Fürth, Erlangen und als Astronomiehistoriker publiziert er seit 1995, ist Kurator der Astronomischen Gesellschaft in Nürnberg und Präsident der Simon-Marius-Gesellschaft. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, Pierre, weil ein Artikel von dir, der den Fall Galilei in neuem Licht porträtierte und damit der Religion gegenüber positiv war, im Skeptica erschien. Das ist eine eher religionskritische Zeitschrift. Das fand ich spannend und das ehrte den Skeptiker natürlich und es ehrt vor allem aber auch den Autor, über dessen Vortrag wir uns nun freuen dürfen. Anschließend gibt es ein Interview von Frau Röllin mit dir und dann sind Fragen aus dem Publikum möglich. Und schließlich ist jeder dazu eingeladen, den Abend bei einem kleinen Apero ausklingen zu lassen. Wie Sie sehen, wird der Abend aufgezeichnet und mit Ihrer Anwesenheit bitten wir Sie um Ihr Einverständnis, allenfalls auf der Aufnahme zu erscheinen. Nun habe ich noch die Ehre, unsere Moderatorin vorzustellen. Olivia Röllin hat in Zürich, München und Wien Religionswissenschaft und Philosophie studiert und seit 2019 ist sie bekannt als Moderatorin und Redaktorin der Sternstunde Religion im Schweizer Fernsehen. Sie wird uns durch diesen Abend führen. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend Ihnen allen auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Begrüßung und für die Einladung, dass ich hier durch den Abend führen darf. Der heutige Abend wird von einer Leitfrage getragen, die denn ist, ob Naturwissenschaft und Religion tatsächlich so gegensätzlich sind, wie sie heute oft erscheinen. Pierre Leich bringt dazu einen mindestens so berühmten wie bedeutenden Fall mit, nämlich jenen von Galileo Galilei, der gerne als Märtyrer der modernen Naturwissenschaft angesehen wird. Ob dem wirklich so ist, wie wissenschaftsfeindlich die Kirche war, das werden Sie gleich herausfinden. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird das geben, was man neudeutsch einen Plot-Twist nennt, nämlich eine Handlungswende. Zum Schluss, wie gesagt, haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu formulieren. Das heißt, merken Sie sich schon mal oder notieren Sie sich diese schon mal mental. Und ja, jetzt Bühne frei für Pierre Leich und seinen Wissenschaftskrimi, wie ich sagen würde. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Liebe Gäste an den Bildschirmen, lieber Andreas Losch, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dieser spannenden Reihe. Ich kann die folgenden Abende nur empfehlen, muss mich selbst allerdings schon entschuldigen. Es ist dann doch Nürnberg kein Katzensprung, aber im Nikolaus-Kopernikus-Planetarium konnte ich ja Teile deiner Überlegungen schon hören. Umso mehr freue ich mich, heute bei Ihnen sein zu können. Und ich möchte über die Beziehung von Ratio und Religio sprechen, speziell von Naturwissenschaft und Religion im 17. Jahrhundert. Hier gilt ja gemeinhin der Inquisitionsprozess der römischen Kurie als das Paradebeispiel für die Unvereinbarkeit von göttlicher Offenbarung und naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Trotz Beweise für die kopernikanische Lehre, so hört man, wurde Galilei von der Kirche wegen Ketzerei angeklagt und verurteilt. Doch wie sind wirklich die wissenschaftlichen Argumente von Galilei einzuschätzen und was war wirklich die Position der Kirche in diesem Zusammenhang? Nun, will man das Geschehen um Galilei historisch einordnen, dann fällt zunächst auf, dass bis 1600 keine nennenswerten Konflikte zwischen Kirche und Wissenschaft bestanden. Die Kugelgestalt der Erde war so unumstritten, dass sie in der Karolingerzeit, also etwa 9. Jahrhundert, auch von den christlichen Königen und Kaisern als Herrschaftsinsignie genommen wurde. Allerdings war die Behauptung, dass es Antipoden gibt, also Menschen, die uns gegenüber auf der Erde leben, tatsächlich eine gefährliche Behauptung. Wie kommt das jetzt? Dazu muss man wissen, der Äquator wurde als eine unüberbrückbare Grenze betrachtet. Und wenn wir am Lande uns bewegen, kommt die Sahara. Wenn Sie da nicht einen Allrad-Jeep haben mit Wasser und Sprit oder Tuareg sind, kommen Sie nicht weiter. Und auf dem Atlantik wird es auch immer wärmer und immer stürmischer. Kurzum, man kann diesen Äquator nicht passieren. Wenn jetzt aber Menschen auf den Antipoden leben würden, von wem würden die dann abstammen? Von Adam und Eva? Ja, kaum, von denen stammen ja wir ab. Und jetzt haben wir ein theologisches Problem. Und Sie sehen den Übergang, und das soll uns schon als ein kleines Indiz dienen für die spätere große Geschichte mit Galilei. Kosmologische Vorstellungen im Mittelalter waren natürlich nicht immer nur geografische Informationen, sondern es sollte immer auch eine christliche Heilsgeschichte mit vermittelt werden. Auf dieser berühmten Ebsdorfer Weltkarte werden Sie sich vielleicht nicht gleich zurechtfinden, weil sie geostet ist. Also unser Norden ist links und hier ist das Mittelmeer, der Nil, da Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, hier ist also Europa, hier Afrika und da oben ist Asien. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie oben den Kopf von Jesus Christus und seine Hände und hier unten sind die Füße. Er umfasst also die Erde. Und was ist im Nabel der Welt? Dies ist Jerusalem. In die Mitte der Völker habe ich es gestellt. Natürlich gibt es auch immer Darstellungen, die flächig wirken, wie dieses prominente Beispiel. Trotzdem sehen wir ja an den umlaufenden Gestirnen, dass man das nicht wörtlich verstehen darf, sondern dass natürlich grundsätzlich die Kugelgestalt der Welt klar war. Nun, für Wissenschaft interessierte sich die Kirche nur sehr punktuell, eigentlich nur manchmal, wie beispielsweise, wenn die Räderuhren eine bessere Einhaltung des Stundengebets versprachen oder wenn die neue astronomische Theorie des Nikolaus Kopernikus einen besseren Wert für das tropische Jahr zu versprechen schienen. Es war nämlich zwischenzeitlich ein Problem entstanden. Der julianische Kalender ist natürlich besser als sein Vorgänger, aber doch nicht so genau, dass er über die Jahrhunderte nicht zu Fehlern führen würde. Zur Zeit des Kopernikus war die Differenz schon 10 Tage. Das ist bei Festen wie Weihnachten unproblematisch, die sind auf dem Datum, aber denken Sie an das Osterfest. Das wird astronomisch ermittelt und ist damit schon um 10 Tage zur falschen Zeit ausgeübt worden. Das war natürlich ein untragbarer Zustand und deswegen ist in der Tat Nikolaus Kopernikus zur Kalenderkorrektur eingeladen worden, beziehungsweise er ist gebeten worden, Vorschläge zu machen. Er hat aber abgelehnt, weil aus seiner Sicht
die Daten noch nicht genau genug waren. 1533 bezeugt Papst Clemens VII. Seinen Beifall, als ihm die heliozentrische Lehre in den vatikanischen Gärten erklärt wurde. Wir wissen das, weil es gibt einige antike Pergamentfolien, wo drauf steht, hier erklärte ich dem Papst und er schenkte mir diese Sachen. Der Papst hat auch einige Jahre danach der Sache nachgehen lassen und Kopernikus gebeten, des in Kommentariolus schon angekündigten großen Werkes ihm als Abschrift zur Verfügung zu stellen. Dieses Werk durfte 1543 dann dem Papst auch gewidmet werden, was natürlich nicht selbstverständlich ist. 1581 kann der Bischof von Ermland dann dem großen Astronomen ein Denkmal aufstellen. Diese unverkrampfte Behandlung des heliozentrischen Weltsystems darf natürlich nicht missverstanden werden als Zustimmung. Die Sache wurde nur als eine astronomische betrachtet, die dann auch die Astronomen klären sollen. Das System selbst war in mancher Hinsicht vielleicht besser, aber in anderer Sicht vielleicht auch nicht. Und natürlich war das überkommene System dieser Zeit das geozentrische Weltsystem mit der Erde in der Mitte und den umkreisenden Gestirnen. Ist das jetzt das christliche Weltmodell? Naja, es haben zu 100% im christlichen Sinn Heiden gemacht, also eigentlich nicht, aber das Christentum hat es tatsächlich okkupiert, beziehungsweise es ist ja auch das Naheliegende, das auch dem normalen Anschein entspricht. Und es bietet noch den Vorzug, dass man um die verschiedenen Kreisbahnen einfach noch weitere Himmel erfinden kann für alle Seligen und Heiligen, bis man alle untergebracht hat. Nun, hier vielleicht noch die farbige Variante. Auch hier sehen wir wieder die Erde in der Mitte und alles bewegt sich auf Kreisen um die Erde. Wir sehen das ja an der Sonne, die eine Kreisbahn zieht, auch der Mond, und bei den Sternen sehen wir es auch. Nur bei den Planeten, da klappt es nicht. Deswegen wurden die auch Wandelsterne genannt. Und hier ist die Bewegung so, dass wenn wir uns den hier Saturn mal anschauen, da kommt der Planet und jetzt hat er einen Stillstandspunkt, ja, er läuft sogar ein Stück zurück, hat wieder einen Stillstandspunkt und nimmt hier erst seinen normalen Lauf auf. Das sehen Sie natürlich nicht an einem Abend, ne? Aber wenn Sie alle 10 Tage ein Foto machen, dann sehen Sie es so, dass Sie eine Vorstellung vom zeitlichen Ablauf des Ganzen haben, von Juli bis Februar stellt sich das so dar. Die Antike hat hierfür ein sogenanntes Epizykelsystem erfunden mit umlaufenden Kreisen, auf das wir gar nicht weiter uns vertiefen wollen. Was war die Idee von Nikolaus Kopernikus an der Stelle? Und hier muss ich Ihnen zunächst noch was vorausschicken. Galilei hat sich noch ein wenig schwerer getan, der hat Indizes gebraucht. Wir haben heutzutage natürlich Animationen, aber es ist nicht so, dass der weise alte Mann mit dem weißen Bart die Planeten auf so eine Holzscheibe getackert hat, die er dann rumdreht, sondern die Bewegung der Planeten ist differenziell, wie man sich ausdrückt. Das heißt, die inneren umkreisen relativ schnell und je weiter man rausgeht, desto langsamer umlaufen die Planeten. Es kommt mit ihnen also immer wieder zu Überholphänomenen, sei es, dass uns Erde ein innerer Planet überholt, sei es, dass wir Erde einen äußeren Planeten überholen. Und wir wollen es uns nochmal in einer anderen Animation anschauen, die auch aufgeht. Wir haben in der Mitte in Gelb die Sonne, blau ist die Erde und rot der Mars. Und Sie sehen die Visierlinie von Erde zu Mars auf dem unendlich entfernt vorgestellten Fixsternhintergrund. Zunächst schaut es aus, als ob es ein Kreis werden würde, aber jetzt sehen Sie im Augenblick des Überholvorgangs, geht tatsächlich dieser Sehstrahl für einen Augenblick zurück. Und jetzt entstehen diese Schleifen der Planeten, die sich dadurch als nur relativ erweisen, die nicht wirklich stattfinden am Himmel, sondern sie kommen nur dadurch perspektivisch zustande, dass wir auf der Erde selbst schon ein bewegter Beobachter sind. Das ist sicher kein Beweis für den Heliozentrismus, aber ein wirklich gutes Argument. Man muss aber natürlich ehrlich sein, es gibt auch Einwände gegen den Heliozentrismus, denn wenn die Erde sich um die Sonne dreht, dann muss sie das ja mit einem ziemlichen Tempo machen, das sind 100.000 km/h.
Selbst an einem Kometen sieht man so Schweife, also unsere Atmosphäre müsste völlig durcheinandergewirbelt werden. Und der Umlauf um die Sonne liefert uns kalendarisch ja nur das Jahr. Wir brauchen ja auch den Tag, also muss die Erde ja die ganze Zeit noch rotieren. Ja, wie ist denn das, wenn ein Gegenstand auf eine drehende Erde fällt? Müsste er nicht hinter der Erddrehung aufkommen? Und überhaupt, wie groß die Erde war, wusste man ja in etwa. Müsste die nicht wie eine Sahnetorte auf der Zentrifuge auseinanderfliegen? Das sind alles Einwände, die die Kopernikaner uns erklären müssten, warum diese Phänomene eben nicht auftreten. Aber dazu sind sie natürlich noch nicht in der Lage. Dafür brauchen wir später die neuzeitliche Naturwissenschaft. Es gibt aber auch ein ernstzunehmendes astronomisches Argument. Christoph Scheiner ist nur einer von vielen, die hier Einwände bringen. Aber ernstzunehmender noch ist die Fixsternparallaxe. Wir sehen hier wieder eine heliozentrische Welt mit der Sonne in der Mitte und das da ist die Erdbahn. Und wir nehmen jetzt einfach im halbjährigen Abstand 2 Erden heraus. Sagen wir mal, rechts fängt Herbst an, hier Frühjahr. Wenn wir jetzt einen Stern anpeilen im Herbst, würden wir ja nicht erwarten, dass wir dann im Frühjahr den Stern unter dem gleichen Winkel sehen. Das muss sich ja da oben treffen. Und das müsste man feststellen, wenn die Erde sich wirklich bewegt. Ich habe lange nach einer Animation gesucht und James Davenport war so freundlich, eine zur Verfügung zu stellen. So müsste das ausschauen. Sie müssen sich erst kalibrieren. Hier unten ist die umlaufende Erde um die Sonne. Und dann schaut es so aus wie hier. Sie können das aber eigentlich auch dadurch realisieren, dass Sie einfach den Kopf hin und her wackeln. Sofort sieht, also sozusagen, wenn Sie zwischen dem linken und rechten Auge die Erdbahn reintun, müssen es nur abwechseln. Das springt ja, das sieht man sofort. Und dieser Effekt, der müsste eigentlich zu erkennen sein. Hier scheint einer relativ nah zu sein. Das Rote sind extragalaktische Objekte. Da gibt es keine Fixsternparallaxe. Es ist sicher interessant, jetzt nachzufragen, was sagt denn Kopernikus zu diesem Problem? Das muss ihm ja klar gewesen sein, dass man da ihn angreift. Und er sagt, ja, das stimmt im Prinzip, aber die Sterne sind so unermesslich weit entfernt, dass sie noch nicht in die Genauigkeit unserer Instrumente gekommen sind. Eine wohlfeile Erklärung. Nur was hier jemand macht, ist, dass er einen Wahnsinn, nämlich den Heliozentrismus, mit einem anderen Wahnsinn erklärt, nämlich der unglaublichen Größe des Universums, die uns heute ja durchaus auch noch erschaudern lässt. Diese Daten sind übrigens keine Fake-Daten, sondern die stammen wirklich von einem echten Instrument mit einer unglaublichen Genauigkeit. Wenn auf dem Mond jemand eine 1-Euro-Münze hochhält, dann können Sie da die beiden Seiten voneinander unterscheiden. Natürlich nicht, wenn Sie auf der Erde sind, macht unsere Atmosphäre alles kaputt. Nun, was ist geschehen, um die Sache so eskalieren zu lassen? Kurz gesagt, die Person Galileo Galileis und eine neue Erfindung. 1608 wird in Den Haag in den Niederlanden bei einer Friedenskonferenz das Teleskop erstmals vorgestellt, mit dem man entfernte Gegenstände sehen kann, als ob sie nah wären. Hier ist der Patentantrag, hier steht Lipperhey, deswegen nimmt man gemeinhin ihn. Nach etwa 3 Monaten hatten alle europäischen Potentaten Teleskope. Entweder sie haben sie von den Niederländern geschenkt bekommen, wie der König von Frankreich oder der Papst, oder die Kriegsgegner, wie der König von Spanien, der musste sie sich halt besorgen. Normalsterbliche hatten nur das Gerücht von dem Ganzen. So erfährt auch Galileo Galilei davon, baut es nach und verbessert es so sehr, dass er am 24. August 1609 auf dem Glockenturm von San Marcos, dem Dogen, das Teleskop vorstellen kann. Galilei wusste aber, dass er sicherlich nicht lange der Einzige ist und schon gar nicht der Einzige war, der ein Teleskop hat. Es wird sich nur der in die Geschichtsbücher eintragen, der irgendwas Tolles entdeckt und der es als erster publiziert. Und das gelingt ihm schon im März 1610 mit dem Sidereus Nuncius der Sternenbotschaft. Nun, was berichtet er dort? Zum Ersten, und das ist auch, was jeder heute mit einem Feldstecher als erstes sieht, es gibt viel mehr Sterne, als man mit bloßem Auge sieht.
Das ist sicher kein Beweis des Heliozentrismus, aber die Altvorderen wussten auch nicht alles, denn diese ganzen kleinen Sternchen, die sind in den alten Sternverzeichnissen nicht. Galilei schaut sich den Mond an und so riesen Krater gibt es auf dem ganzen Mond nicht. Trotzdem, wir verstehen sofort, was der Mann uns sagen will. Der Mond ist keine ideale glatte Kugel, wie eine bekannte Philosophenschule behauptet. Er sagt nicht wer, aber es ist klar, er meint die Peripatetiker, die Anhänger des Aristoteles. Sondern der Mond ist genauso von Bergen und Tälern durchdrungen wie die Erde. Vermutlich ist er dann auch ein Steinsbrocken. Und indem der Mond der Erde ähnlich wird, wird ja irgendwie auch die Erde dem Mond ähnlich. Vielleicht ist es gar nicht so absurd, der Erde Flugtüchtigkeit zuzugestehen. Am 7. Januar 1610 sieht er einige Pünktchen neben Jupiter. Das als solches ist nichts Besonderes, aber die waren auf so einer Perlenschnur aufgereiht und das weckt seine Neugierde und er schaut am nächsten Tag auch wieder hin. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ihm über die Schulter schauen können. Das ist sein Original-Tagebuch vom 7. Gennaio 1610, Giove und einigen Sideria. Und er malt die Konstellation hier auf. Und am nächsten Tag auch. Und Sie sehen sofort, es ist anders. Und nach einigen Tagen wird ihm klar, er hat eine Sensation entdeckt. Es gibt einige Sternchen, die nicht direkt um die Erde kreisen. Denn diese Monde, die kreisen zunächst einmal um den Jupiter. Was natürlich der Jupiter dann macht, das ist ein anderes Geschäft. Dass sich Galilei so beeilt hat, war aus seiner Sicht nachvollziehbar, denn der Ansbacher Astronom Simon Marius gibt den 8. Januar 1610 an, wo er die Jupitermonde gesehen hat. Er gibt uns die erste visuelle Darstellung des Jupiter-Orbitalsystems. Und moderne Augen sehen das Ganze so. Was kann man noch mit dem Teleskop beobachten? Jetzt nicht in dem Buch Galileis, aber was auch andere Astronomen entdeckt haben. Nun, die Sonne hat Flecken. Das ist jetzt auch wieder nicht direkt ein Beweis des Kopernikanismus, aber das war einfach in dem aristotelisch-ptolemäischen Weltbild nicht vorgesehen, dass es am Himmel Veränderung in dieser Weise gibt und schon gleich gar nicht Flecken auf der Sonne, die ja jetzt zusätzlich tatsächlich noch ein Problem beinhalten, weil die Unbeflecktheit Maria nun mal mit der Unbeflecktheit der Sonne assoziiert ist. Und Sie sagen selbst heute noch, etwas hat einen Makel, Maculis der Fleck, es ist der Sonnenfleck. Und einem rechten Christen geziemt ist also, dass er da lieber dreimal drüber nachdenkt, bevor er mit so einer Sache rauskommt. Hier sehen wir die Aufzeichnungen von Galilei aneinander. Die systematisch wichtigste Beobachtung sind aber die Phasen der Venus. Wir sehen sie hier in der Darstellung von Galilei und hier müssen Sie sich in der Mitte die Sonne vorstellen, aber es ist vielleicht wieder einfacher mit Hand und präsenter. Wenn meine Hand die Sonne ist und das hier ist die Venus, dann kreist die hier so auf der Innenbahn und Sie alle sind die Erde. Wie sehen Sie die Venus jetzt, wenn sie so ist? Ja, Sie zögern zu Recht gar nicht. Ne? Es ist die Neuvenus. Das ganze Licht der Sonne kommt ja hier hinten drauf. Die Seite hier ist für Sie unsichtbar. Das ist Neuvenus. Wenn aber die Venus hier rüber geht, auf die Seite, dann halte ich sie sogar mal in den Projektor, dann ist es tatsächlich die Seite, die Sie alle sehen können. Nur, dass die Venus hier hinten sehr, sehr viel weiter entfernt ist. Und deswegen hat die Helligkeit der Venus immer mehr oder weniger die gleiche Größe. Wenn Sie das Auge ein wenig zuzwicken, dann hat es für Sie gleiche Helligkeit. Das heißt, man kann kein Argument aus der Abfolge dieser Phasen ziehen. Jetzt aber mit dem Teleskop kann man klar sagen, die Venus umkreist die Sonne. Und damit haben wir das erste Mal etwas, wo wir wirklich sagen können, jetzt ist das ptolemäische Weltsystem falsifiziert, zumindest hinsichtlich seiner Aussagen über die inneren Planeten. Hier sehen wir noch ein Radarbild von ihr. Für die Kopernikaner wie Galileo Galilei und Johannes Kepler war damit völlig klar, dass nur das heliozentrische Weltsystem das Richtige sein kann. Bei kritischer Schau muss man allerdings zugeben, es sind schon noch ein bisschen mehr Systeme im Rennen. Hier haben wir das Ptolemäische, okay, das ist raus
Und das Platonische, da ist die Anordnung nur ein bisschen anders, das ist auch raus. Aber hier haben wir zum Beispiel ein sogenanntes ägyptisches System, wo die Venus auch die Sonne umkreist. Hier ist ein tychonisches, da unten sind noch semitychonische und das ist das klassische kopernikanische. Da kann überall reproduziert werden, dass die Venus um die Sonne kreist. Die Sonne kann ja immer noch um die Erde kreisen. Also diese Option hat man ja durchaus. Und man kann sogar sagen, dass zwei Systeme, nämlich diese beiden, werden gleich farbig, kinematisch äquivalent sind. Das heißt, die reproduzieren alle die gleichen Lage- und Helligkeitsbeziehungen. Das ist, als ob man das reale Planetensystem nimmt und einmal sagt, jetzt halte ich es an der Sonne fest und das andere Mal, jetzt halte ich es an der Erde fest. Das ist dann aber eine viel kompliziertere Bewegung natürlich. Aus unserer Sicht ist die heliozentrische natürlich die letztlich zwingende. Da aber immer noch die Einwände, die ich Ihnen vorhin geschildert habe, offen sind, muss man sich doch fragen, warum soll man jetzt schon zum Kopernikanismus überlaufen, sozusagen. Und diese Haltung war noch bis tief in das 17. Jahrhundert durchaus en vogue. Wir sehen hier eine Auswiegung der Weltsysteme von Justitia. Hier ist das kopernikanische System und da oben sehen Sie Phänomene, die Sie jetzt schon erkennen. Also ein Komet, das ist die knusprige Oberfläche des Mondes, das sind die Monde des Jupiters, da sind Saturnhenkel, Venus- und Merkurphasen. Diese Aufteilung in Tag- und Nacht-Effekte ist natürlich künstlich, man sieht sofort, es ist kein Heliozentriker, der das in Auftrag gegeben hat, aber es ist auch kein Ptolemäer mehr, denn das ptolemäische Weltsystem, das liegt schon hier am Boden. Und Ptolemäus kann gerade noch sagen, indem ich korrigiert werde, werde ich aufgerichtet. Aber er ist aus dem Rennen. Aber wir sehen auch, das heliozentrische Weltsystem wird als zu leicht eingestuft. Die schwerwiegenderen Argumente scheinen hier für ein anderes Modell zu sprechen. Nun, mit dieser Pattsituation hätte man sich durchaus zufrieden geben können und die Beobachtungen selbst waren auch gar nicht strittig, nur die Interpretationen waren es. Galilei hatte es sich aber in den Kopf gesetzt, dass er derjenige wird, der dem heliozentrischen Weltsystem tatsächlich zum Durchbruch verhilft. In der Zwischenzeit sind allerdings zunehmend antikopernikanische Stellungnahmen aufgekommen durch Zitate aus der Bibel. Und da standen sich die beiden Konfessionen auch in nichts nach. Ich sage Konfessionen, weil wir natürlich inzwischen eine zweite Konfession mit Martin Luther haben. Bekannt von ihm ist diese Sentenz, und der Narr will die ganze Astronomie umkehren. Das ist aber eine Fehlübertragung. Korrekt muss es an der Stelle der Astronom oder der Astrologe heißen. Weil wir hier in Basel sind, habe ich Ihnen einfach mal die 3 Erstausgaben der Thesen an die Wand geworfen, denn bei Adam Petri erschien ja eine in Basel. Für die Lutheraner gab es ein wichtiges Prinzip, sola scriptura, und Sie sehen hier auch, das Auswiegen ist scheinbar eine beliebte Sache. Hier sehen wir die Bibel in der einen Waagschale und auf der anderen Seite kann noch so viel Gold, Münzen und Dekrete reinkommen und da unten hängt sogar ein kleiner Teufel dran. Trotzdem, die Waagschale geht nicht zu Boden. Es ist dem einzelnen Gläubigen also durchaus möglich, direkt aus der Bibel die Impulse zu beziehen. Das ist natürlich ganz gegen katholische Lesart. Und die katholische Seite hat auch entsprechende Zitate aus der Bibel gebracht. Da waren sich beide Seiten einig. Josuas Kampf, Sie kennen es, Josua 10,12, und der Herr hielt die Sonne an, aus den Tischreden Luthers. Das soll uns ja wohl sagen, dass wenn der Herr die Sonne anhielt, es normal ist, dass sie sich bewegt. Also steht offenbar in der Bibel, dass sie sich bewegt. Und das ist auch bei Clavius auf einem Titelkupfer zu sehen. Dieser Clavius, der noch vor Jahren gesagt hätte, da sich diese Beobachtungen alle so verhalten, mögen die Astronomen sehen, was sie da draus machen. Aber hier in diesem Kommentar zu Sacrobosco macht er einige deutliche Stellungnahmen auf dem Titel. Der für uns relevante Teil ist unten, ich vergrößere es Ihnen mal. Und Sie sehen jetzt hier wieder Josua. Und hier ist eine Sonnenuhr drauf. Das bezieht sich auf das Horologium Ahas, Jesaja 38.
Hier unten sehen wir die 3 Weisen aus dem Morgenland mit einem Kometen, wobei das ist seit Giotto eine Mode geworden. Bei Lukas und Matthäus ist nur von einem Stern die Rede, was auch viel plausibler ist. Und hier unten rechts, da sehen wir einen Regenbogen über der Arche. Denken Sie an, meinen Bogen stelle ich in die Wolken. Die Formulierungen für die katholische Seite wurden letztlich im Konzil von Trient überhaupt erst mal formuliert. Vorher war das ja durchaus gar nicht nötig. Und schon im 2. Jahr wird ein Dekret erlassen, dass es dem Gläubigen eben nicht erlaubt ist, selbst Stellen der Bibel zu interpretieren, sondern nur der Kirche. Solche Fragen wurden auch am Hof der toskanischen Großherzogin Witwe Christina di Lorena diskutiert. Und ein Freund Galileis ist hier in die Sache verwickelt worden, woraufhin Galilei ihm einen Brief geschickt hat, der dann oft in Kopien weitergereicht wurde, wo er unter anderem formuliert: Da also die Heilige Schrift an vielen Stellen eine andere Auslegung als wie der Wortlaut scheinbar besagt, nicht bloß gestattet, sondern geradezu erheischt, so scheint mir, sei der Heiligen Schrift in mathematischen Diskussionen der letzte Platz einzuräumen. Kurz danach legt er weiter nach, indem er eine Art offenen Brief direkt an die Großherzoginnenwitwe schreibt, und er fordert für Naturwissenschaft und Religion gegenseitige Unabhängigkeit, und er versucht, die Beweislast umzukehren. Er schreibt: Sehet vorerst zu, die Beweisgründe des Kopernikus und seiner Anhänger zu widerlegen, und überlasst die Sorge, sie als ketzerisch oder irrig zu verdammen denjenigen, welchen dies zukommt. Durch dieses Eindringen in die Sakristei, ist es oft in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung genannt worden, hat Galilei große Aufmerksamkeit erregt. Es kam zu einer Denunziation seiner Schrift über Sonnenflecken, einem Gutachten, und schließlich führte dies zu dem Indexdekret von 1616, mit dem man von dem Kopernikanismus nur hypothetisch sprechen durfte, also nicht sagen, es ist so. Es wäre kein Problem zu sagen, dass es für praktische Berechnungen vielleicht sogar das bessere System ist, aber eben nicht dieses. Bücher, die die Wahrheit der heliozentrischen Lehre behauptet wurden, die wurden verboten. Die Revolutionibus von Nikolaus Kopernikus wurde eigentlich nur suspendiert, also ausgesetzt, bis Verbesserungen vollzogen sind. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wie eine solche Verbesserung auszusehen hatte, schauen wir uns das eigenhändige Exemplar von Galilei an. Sie können sicher sein, das ist ganz sorgfältig gemacht nach den Vorschriften. Und er hat durchgestrichen die dreifache Bewegung der Erde und deren Beweis. Und stattdessen steht die Hypothese der dreifachen Bewegung der Erde und deren Beweis. In der Kirche hatten sich offenbar diejenigen Kräfte durchgesetzt, die nicht mehr von Häresie sprechen wollten und auch nicht von irrig im Glauben, sondern es ging um schriftwidrig. Galilei selbst wurde von einem der höchsten Würdenträger persönlich informiert, von Kardinal Roberto Bellarmin. Und es gibt 4 Dokumente, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Der Befehl des Papstes, dass Galilei zu ermahnen sei, das Protokoll über die Ermahnung, dann ist dem Papst wieder berichtet worden und dann hat der Galilei davon gehört und hat sich dann noch von Bellarmin selbst ein Attest ausstellen lassen. Es ist sicherlich lohnend, sich hier näher damit zu beschäftigen, was wir natürlich hier nicht machen können und nur festhalten wollen, dass sich diese 4 Dokumente teilweise widersprechen. Ein Problem, das allerdings schon beim Inquisitionsprozess nicht mehr gelöst werden konnte. Dieser Kardinal Bellarmin war einer der Kardinalsinquisitoren, die Giordano Bruno verurteilt hatten. Es war aber kein rückständiger Fundamentalist. Er hatte 1615 in einem Schreiben sogar geäußert, dass das kopernikanische Weltsystem als Arbeitshypothese vielleicht sogar ganz gut ist. Und es gibt eine Kernstelle in einem Brief, wo er auf eine Anfrage antwortet.
Drittens sage ich, schreibt also Bellarmin, wenn es einen wirklichen Beweis dafür gäbe, dass die Erde um die Sonne sich dreht und so weiter und so fort, dann müssten wir bei Auslegung von Stellen, die das Gegenteil zu scheinen, eher größte Vorsicht walten lassen, als eine Meinung zu verurteilen, die als wahr bewiesen wurde. Ich glaube nur nicht, dass es einen solchen Beweis gibt, da mir keiner vorgelegt wurde. Nun, mit dieser Haltung hätte man sich bis zum Vorliegen besserer Argumente durchaus arrangieren können. 1623 sieht Galilei Licht am Horizont. Ein persönlicher Freund, ja man muss sogar sagen ein Bewunderer, Kardinal Maffeo Barberini, nimmt auf dem Stuhl Petri Platz und nennt sich fortan Urban VIII. Er überschüttet Galilei mit Gunstbezeugungen und versichert ihm in Audienzen, dass es keine Gefahr darstellt, den Kopernikanismus darzustellen, wenn er nur als Hypothese betrachtet wird. Daraufhin schreibt Galilei den Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme. Dort schreibt er im Vorwort, dass vor einigen Jahren ein Dekret erlassen wurde und manche sagen, da hätte die Kirche ja gar keine Ahnung gehabt, aber er zeigt jetzt, dass das durchaus wohlgeschrieben war. In dem folgenden Buch macht er natürlich was ganz anderes und Sie können eine beliebige Seite aufschlagen und ein bisschen lesen. Sie merken, der Mann hält definitiv nur ein Modell als das Mögliche und alle anderen Vertreter nennt er in privaten Briefen Mondkälber. Und im öffentlichen Teil ist der Vertreter von Ptolemäus ein gewisser Simplicio. Das hieß schon immer simpel. Nun, was dann geschah, ist bekannt. Verkaufsverbot, Vorbereitungskommission, Denkschrift, Vorladung, Verhör und Urteil. Während des Prozesses galt Galilei als Gefangener der Inquisition. Man darf sich aber keinen feuchten Kellerkerker vorstellen. Es war am Anfang die toskanische Botschaft in Rom und später war es ein Teil der ein Dreizimmerteil in der Wohnung des Gerichtspräsidenten mit Blick auf die vatikanischen Gärten. Diese Vorzugsbehandlung scheint ihn den Ernst der Lage nicht ganz erkannt zu haben und im ersten Verhör behauptet er, sein Buch hätte die Meinung des Kopernikus widerlegt. Nach nochmaliger Prüfung kommt man natürlich zu einer anderen Meinung und auch Galilei gibt zu, dass manche Stellen vielleicht missverständlich wären und schlägt vor, dass er doch noch 2 Kapitel schreiben könnte, um das endlich aufzuklären. Das war definitiv das Letzte, was der Inquisition vorgeschrieben hätte. Und man macht ihm dann letztlich informell klar, dass es schon ohne eine Demonstration wieder seine Person nicht abgehen wird. Hier sehen wir, wie die verschiedenen Generationen sich verschiedene Meinungen dazu bilden. Hier der stolze Wissenschaftler und bei Goya die geschundene Kreatur. Das Urteil, oder vielleicht, dass Sie noch mal sehen, wie so ein Protokoll ausschaut. Es sieht tatsächlich formaljuristisch sehr ordentlich aus. Informell erfährt Galilei auch, dass die Inquisition bereit ist, alle Anklagepunkte fallen zu lassen, bis auf eine, dass er diese Belehrung von Bellarmin nicht eingehalten hätte. Man würde in heutiger Rechtssprache vielleicht sagen, er hat eine Abmahnung unterzeichnet und sich dann trotzdem nicht dran gehalten. Am 22. Juni 1633 wird im Kloster Maria di Sopra das Urteil von 7 von 10 Richtern unterschrieben. Wo die anderen 3 waren, weiß man nicht. In diesem Urteil macht sich Galilei der Ketzerei zwar nur schwer verdächtig, das ist definitiv was anderes, als wenn man der Ketzerei wegen verurteilt wird. Er verbrennt sich aber trotzdem die Finger und wird zu förmlichen Kerker lebenslang verurteilt. Der Papst wandelt es am Tag darauf dann in Hausarrest um. Was ihn komischerweise nicht daran hindert, sein eigentliches Hauptwerk zu schreiben, die Discorsi, die erste schulbuchartige Darstellung der Bewegung der Körper auf der Erde, also Fallgesetz und solche Dinge. Diese wissenschaftlichen Entwicklungen, die mit den 3 Keplerschen Gesetzen dann schließlich zu Isaac Newton führen, mit seiner Philosophia Naturalis Principia Mathematica, also den mathematischen Prinzipien der Naturlehre, lässt letztlich als Gravitationszentrum nur die Sonne zu, sodass der theoretische Rahmen jetzt existiert. Und 1700
27, 28 entdeckt James Bradley dann den ersten echten Beweis des Heliozentrismus mit der stellaren Aberration. Das muss uns hier gar nicht interessieren. Die Kirche, also in dem Fall der Vatikan, war aber dann doch erst 1757 bereit, das Dekret gegen den Heliozentrismus wegzulassen, aber wir sind auf jeden Fall noch im 18. Jahrhundert. Bis Galileis Dialogo und Re Revolutionibus von Nikolaus Kopernikus dann vom Index heruntergenommen wurden, dauerte es dann aber doch bis 1835. Die ganzen Prozessakten wurden 1880 unter Leo XIII. Dann geöffnet und dieser Papst anerkannte auch die Argumente von Galilei, was die Interpretation von Bibelstellen anbelangt. Lassen Sie mich zum Resümee kommen. Natürlich würden wir heutzutage auch wissenschaftliche Bücher ohne begründete Argumentation nicht verbieten und wir können alle froh sein, im säkularen Staat zu leben, wo persönliche wie öffentliche Dinge unabhängig von religiösen Vorstellungen verhandelt wird. Dennoch drängt sich bei unaufgeregter Betrachtung die Einsicht auf, dass die römische Kurie mit ihrer Einordnung der kopernikanischen Lehre als Hypothese gar nicht so falsch lag, weil Galilei schlicht keine Beweise vorbringen konnte. Neben diese zweifellos unpopuläre Richtigstellung tritt auf der anderen Seite, dass Galilei schon kurz nach 1600 eine Auffassung vertreten hat, zu der sich die Kirche erst Ende des 19. durchgerungen hat. Ich rede von seiner Interpretation der Bibel, dass wenn einzelne Passagen wissenschaftlichen Erkenntnissen entgegensprechen, es einer metaphorischen Interpretation bedarf. Galilei mit der besseren Interpretation der Bibel und die Kirche als bessere Hüterin der wissenschaftlichen Wahrheit, ein kurioses Ergebnis. Dabei waren die Vorhaltungen der Aufklärung ja nachvollziehbar. Mit der neuzeitlichen Naturwissenschaft war der Kirche eine echte Konkurrenz in der Deutungshoheit über die Welt entstanden. Konnte vorher Erkenntnis nur direkt von Gott kommen oder über die Autoritäten vermittelt, so war es fortan dem forschenden Geist möglich, selbst Erkenntnisse über die Welt zu machen. So richtig diese Anschauung sein mag, für den historischen Galilei-Prozess war sie unmaßgeblich und wir müssen uns klar machen, dass das landläufige Galilei-Bild letztlich die Wissenschaftspropaganda des 18. und 19. Jahrhunderts erzeugt hat. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Pierre, für diesen Reigen an Bildern und Thesen und diesen spannenden Abschluss, der uns jetzt mit einigen Fragen zurücklässt und vielleicht brauchen wir auch etwas, um es zu verdauen sozusagen. Und dabei hilft uns jetzt auch vor allem das Interview, was Olivia Röllin jetzt mit dir führen wird. Und ich übergebe jetzt sehr gerne an Sie zu diesem Anlass. Merci.